Einen schönen guten Abend euch allen miteinander. Herzlich willkommen zu unserem MCC-Gottesdienst Samstagabend 6:30. Schön, dass ihr da seid und schön so gefüllt hier reinzusehen. Ich finde es einfach prima. Herzlich willkommen und lasst uns, noch nicht mit Musik in diesen Gottesdienst starten, sondern ich will euch schön erzählen, dass unsere Gemeindeversammlung stattfindet. Das ist in 3 Wochen. Wenn ich es jetzt richtig überschlage, das ist der 19. März. Hier in diesen heiligen Hallen im Anschluss an den Gottesdienst haben wir unsere jährliche Gemeindeversammlung, wo wir auch uns einen neuen Haushalt geben und die Zahlen festschreiben, wo wir denken, wie viel wir wofür ausgeben wollen und wohin wir mit unserer Gemeinde wandern und uns bewegen und wohin wir uns entwickeln. Diese Versammlung ist öffentlich, ihr dürft gerne dabei sein, jede und jeder, egal ob ihr nun eingeschriebene Mitglieder im Verein seid. Aha, man hört mich wieder schlecht, obwohl ich direkt an dem Mikro stehe. Ist jetzt besser, Heike? Jetzt mache ich es mal höher, das Mikrofon. Ist jetzt besser? Okay, die Tücken der Technik sind immer erfreulich. Also jede und jeder ist willkommen zur Gemeindeversammlung, ob ihr nun eingeschriebene Mitglieder im Verein seid oder nicht. Ja, und dann starten wir jetzt aber mit Musik in diesem Gottesdienst mit einem ersten Lied und wir haben doch tatsächlich wieder Gemeindegesang. Ich bin von den Socken und wir singen gleich was ganz Wunderbares, nämlich schön, dass wir einander haben. Ich bin mal gespannt, ich glaube, ob ich die Melodie überhaupt kenne, aber ich bin gespannt und wir singen miteinander. Und ich begrüße euch noch einmal, diesmal in Gottes Namen. Gott, der Vater ist und unsere Mutter, eingeborener Sohn, Heiliger Geist. Amen. Lasst uns miteinander beten. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Das sagst du, Friedefürst. Und rufst uns immer wieder in den Frieden, den Shalom, den Salam, in Peace und Pace und Paix, in Myr auf Ukrainisch und in Mir auf Russisch hinein. Heute kommen wir zu dir, weil die Menschheit wieder einmal nicht Frieden hören konnte, wo Kriegstreiber Krieg brüllen. Daher beten wir heute in diesem Gottesdienst, wo wir uns um dein Wort, um Brot und Wein vor dir versammeln. Herr, gib uns deinen Frieden. Gib uns Kraft, Friedensboten zu sein. Gib unseren Stimmen Lautstärke, wenn wir von Frieden reden, singen, demonstrieren. Singe du mit uns, rufe du mit uns, Herr. Gib uns deinen Frieden. Gott des Shaloms, lasse du deine Stimme gehört werden, wo unsere Stimmen nicht hinreichen. Überwinde du die Kremlmauern, lasse du das Wort mir erschallen in den Hallen und Korridoren der Macht, hinter den goldenen Türen des Reichtums und der Gier. Tröstender Gott, lasse deine Stimme gehört werden, dort, wo Bomben fallen, wo Menschen leiden und sterben. Ich bin bei euch im dunklen Tal. Rufender Gott, gib uns die Kraft, nicht nur vom Frieden zu reden, sondern Frieden zu tun, Frieden zu leben. Amen. Und ich glaube, in dieser besonderen Woche stockt uns ja kollektiv der Atem. Und es fehlen einem erstmal die Worte. Von daher mache ich da auch nicht viele drum. Aber der Frieden ist im Großen manchmal so schwer wie im Kleinen oder im Persönlichen.
Und in unserem Eingangslied haben wir gesungen und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Das ist für mich heute die wichtigste Zeile in diesem Lied. Und vielleicht reicht es auch als Einführung in diesen Friedensgruß. Wir glauben, wenn wir uns gegenseitig den Frieden Gottes wünschen, dass das mehr Frieden in die Welt bringt und dass es Frieden in die Welt bringt. Strahlt euch an, winkt euch zu, wünscht einander den Frieden Gottes, egal wie groß der Streit ist und egal wie viel Krieg herrscht. Der Friede Gottes, der größer ist als alle menschliche Vernunft, sei mit euch allen. Lasst uns ein Zeichen des Friedens miteinander austauschen. Das Evangelium nach Johannes 21, die Verse 15 bis 17. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht Jesus zum dritten Mal zu Simon: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Amen. Lieber Gott, es ist Zeit, dein Wort zu hören. Mach uns hungrig und durstig auf das, was du uns sagen möchtest, und mach du uns offen und porös und aufnahmefähig. Und lass es dein Wort sein, was unser Prediger zu uns spricht. Sei du bei ihm, in seinem Wort und in ihm. Amen. Liebe Geschwister, der Anfang dieser Predigt fällt mir wieder mal schwer, weil die Welt halt ist, wie sie ist. Und ich habe mir jetzt lang überlegt, ob ich über den Ukraine-Konflikt reden soll, und habe mich entschieden, ich schreibe ein Gebet. Das haben wir gerade gebetet. Und es wird gerade auch in anderen Gemeinden gebetet, dieses Gebet. Auf Deutsch und auf Englisch und vielleicht auch noch auf andere Sprachen. Und ich werde anders anfangen mit dieser Predigt, aber es wird auch zu diesem Thema noch ein Satz gesagt werden, und danach wird es keine Predigt, sondern etwas anderes geben, von dem ich glaube, dass es wichtiger ist als diese Predigt. Meine Predigt heute ist eigentlich bloß
damit dieser Predigtslot gefüllt wird. Was nachher wirklich wichtig sein wird, ist das, was der Jochen euch erzählt und wo wir leben und nicht nur zuhören, wo wir tun und nicht nur reden. Ich will meine Predigt damit anfangen, dass ich euch erzähle, dass ich vorgestern auf einer Beerdigung war. Also ich bin ja Bestatter, wir sitzen oft dann in Gottesdiensten hinten drin, weil wir noch irgendwas tun müssen, also einen Sarg reinschieben aus der Kirche und nachher wieder rausschieben aus der Kirche und dann sitzt man da. Nicht eigentlich wirklich beteiligt, weil ich kannte den Menschen, der da mit beinahe 100 Jahren gestorben ist, ich kannte den nicht. Also was die Pfarrerin da sehr schön erzählt hat, hat mich jetzt nicht wirklich berührt, weil es ist nicht meine Trauer. Ja? Und dann sitzt man in dieser Kirche und guckt so und dann guckt man sich die Architektur an und die Kirchenfenster und ich saß also jetzt vorgestern in der Petruskirche in Gablenberg. Die Petruskirche in Gablenberg ist, wie der Name schon sagt, eine Kirche, die sich mit dem Petrus auseinandersetzt. Ist als evangelische Kirche gebaut, aber trotzdem hat einen Namen eines Heiligen, es ist die Petruskirche. Und vorne über dem Altar ist ein Kirchenfenster und ich saß da so und guckte mir dieses Kirchenfenster an und dieses Kirchenfenster ist relativ spannend, weil da sind 4 Szenen aus dem Leben des heiligen Petrus abgebildet. Zum einen in der linken oberen Ecke ist der Fischzug des Petrus, von dem haben wir das letzte Mal gehört. Also diese Geschichte, wie Petrus, wie Jesus predigt und mit einem Boot hinausgefahren werden will auf den See, damit er ein bisschen weiter weg ist von der Menschenmenge und dann zu Petrus sagt, da drüben wirf deine Netze aus. Und Petrus, der Fischer, sagt, Herr, da drüben, das ist tiefes Wasser und das ist die falsche Stelle und es ist überhaupt der falsche Tageszeitpunkt. Und Jesus sagt, mach. Und dann ziehen sie diese wunderbaren, gefüllten Netze aus dem Boot, auf das Boot. Das ist die eine Geschichte. Daneben ist die Darstellung des Ganges auf dem Wasser. Naja, eigentlich des Versinkens im Wasser, weil ihr kennt die Geschichte, Jesus kommt aufs Boot, übers Wasser gelaufen, also die Jünger sind im Boot, Jesus kommt auf sie zu und er sagt, kommt zu mir. Und Petrus, die Eier wie er hat, er ist ja der Beste und der Größte und der Stärkste, steigt sofort aus dem Boot, macht 2 Schritte und geht unter wie ein Stein. Und die Szene ist, wie Jesus ihn dann aus dem Wasser rauszieht. Weiter unten ist eine Szene abgebildet, wie Petrus im Garten Gethsemane, als die Soldaten kamen und die Diener der hohen Priester, um Jesus zu verhaften, das Schwert zieht. Ich habe mich immer gefragt, wer nimmt zum Beten in der Garten ein Schwert mit? Aber Petrus offensichtlich war auch ein ziemlich gewalttätiger Kerl. Also er hatte ein Schwert. Also ich hätte nicht einmal eins mitnehmen können, ich habe keins. Also er zieht das Schwert raus und haut einem der Diener des hohen Priesters ein Ohr ab. Wir wissen sogar, wie der heißt. Also es war so wichtig, dass sie aufgeschrieben haben, der Name des Dieners aber war Malchus. Ja? Und daneben ist die Geschichte mit dem Hahn, der da kräht 3-mal am Abend, am Morgen, nachdem Petrus Jesus 3-mal verleugnet hat. 3-mal, also nicht bloß einmal, kein zweites Mal, 3-mal gesagt hat, ich kenne diesen Menschen nicht. Er Angst hatte, sich zu bekennen, dass er einer von denen ist, die mit Jesus unterwegs waren. Und da saß ich so, guckte mir diese Kirchenfenster an und dachte, also ihr seid schon cool, gell? Also ihr die Kirche gebaut habt, dann nennt ihr diese Kirche Petruskirche und vorne im Altarraum haut ihr den armen Kerle nicht bloß einmal, sondern 4-mal in die Pfanne. Also die peinlichsten Geschichten, die man sich überlegen kann im Leben dieses armen Petrus, die werden wieder erzählt. Also wenn ihr so richtig eine verbrödeln wollt, dann erzählt die Geschichten. Also dafür, dass es der Heilige eurer Kirche ist, seid ihr wirklich nicht nett zu ihm. Es gäbe ja auch andere Geschichten, die man über Petrus erzählen kann. Also es wären auch andere Geschichten zu erzählen. Nein, sie erzählen 4-mal Versagen,
untergehen, verleugnen und gewalttätig sei. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Und ich habe dann richtig angefangen, mich zu ärgern, weil ich dachte, was wollt ihr mir eigentlich da jetzt erzählen? Also wollt ihr mir auch noch erzählen, dass ich wieder Petrus bin? Also wenn ich so die ganze Zeit während der dubbeligen Beerdigungspredigt da aufgucken muss, wollt ihr mir erzählen, dass ich genauso bin, dass ich jetzt blöd bin, meinen eigenen Beruf auszuführen? Und wenn Jesus dann sagt, na, glaub es ihm nicht, dass ich gewalttätig bin und rumhau, dass ich untergehe, also dass ich nicht gut genug bin, um übers Wasser zu laufen. Das heißt, wenn Jesus sagt, du kannst, dass ich derjenige bin, der Jesus verleugnet. Ich habe gemerkt, mir geht es nicht gut. Und dann höre ich diese Geschichte und dann denke ich gerade nochmal, also lieber Jesus, also sag mal, das ist offensichtlich der Oberjünger und du traust ihm nicht. Also du fragst 3-mal, liebst du mich? Jetzt nicht einmal Auto. Und dann habe ich mir überlegt und habe gemerkt, und dann ist manchmal gut, wenn eine Trauerrede auch ein bisschen länger dauert, weil dann hat der Axel, der dahinter drin hockt, ein bisschen mehr Zeit, sich zu überlegen und sich wieder zu beruhigen. Und dann habe ich überlegt, ist es denn eigentlich tatsächlich das, was diese Geschichten da erzählen? Und ja, es wäre das, was diese Geschichten erzählen, wenn auf diesen Bildern nur der Petrus drauf wäre. Wenn es tatsächlich nur die Geschichte von Petrus wäre, wenn es tatsächlich nur meine Geschichte wäre, dann wäre das vielleicht sogar richtig. Wenn wir die Geschichte von Petrus herlesen und wenn wir wollen, dass der in die Pfanne gehaut wird, wenn wir hören wollen, wie blöde der Petrus war, dann ist das tatsächlich das ist. Wenn ich tatsächlich auf diese dunkle, böse Stimme in mir drin höre, die mir immer wieder erzählt, dass ich nicht gut genug bin, dass ich es falsch mache, dass ich das Falsche sage und das andere tue, dann wären diese Geschichten tatsächlich wahr. Und wie oft hören wir genau diese Geschichten? Nicht gut genug, nicht genug, nicht stark genug, nicht irgendwas genug. Und ich kenne diese Stimme. Liebe Gemeinde, ich kenne diese Stimme, die da flüstert. Du bist es ja eigentlich gar nicht wert, geliebt zu werden. Es ist kein Wunder, dass der nicht will, weil ich dich ja selber nicht. Wie oft hören wir diese Stimme? Und liebe Gemeinde, diese Stimme wäre wahr, wenn wir die Geschichte nur sehen würden von Petrus her. Wenn nur wir allein in diesen Bildern drin wären. Aber die Wahrheit ist, Jesus ist in jedem von diesen Bildern dabei. Außer in diesem einen unteren Bild. Aber auch da ist er irgendwie mit dabei. Weil er ist hinter der Mauer. Da steht nämlich die Türhüterin, die Türe, die Petrus fragt. Hinter dieser Türe ist Jesus. Also Jesus ist jedes Mal dabei. Und dann, wenn wir diese Geschichten hören mit Jesus drin, dann erzählen uns diese Bilder etwas ganz anderes. Und dann wird es spannend. Und dann werden diese Geschichten schön. Und liebe Gemeinde, es braucht Mut, diese Geschichten anders zu lesen, als nur von Petrus her. Wenn wir diese Geschichte hören, die Geschichte von Petrus, meine Geschichte, von Jesus her, dann ist da eine andere Erklärung.
Jesus sagt zu Petrus, werfe deine Netze da drüben aus. Und Petrus tut's. Petrus tut's. Und dann wird aus dieser Geschichte von alten Gewohnheiten, von ich kann meinen eigenen Beruf nicht, die Geschichte von da wagt einer Neues mit Jesus. Und das bedeutet, Neues ist möglich. Weil die Geschichte geht aus mit vollen Netzen und nicht mit Petrus, der sagt, siehst du, Jesus, ich habe es dir die ganze Zeit gesagt, da fischt nichts. Nein, Jesus behält Recht. Und Petrus ist derjenige, der es gewagt hat, Neues zu wagen. Eine ganz andere Geschichte. Kann ich meine eigene Geschichte hören als, ich habe irgendwann einmal was Neues gewagt? Ich habe mich nicht in dem Alten sitzen lassen, sondern ich habe was Neues gewagt. Ich bin aufgebrochen mit Jesus und was Neues ist geschehen. Die andere Geschichte mit dem Gang auf dem Wasser. Natürlich, klar, Petrus geht unter, das wissen wir. Aber wenn wir die Geschichte mit Jesus hören im Bild, dann sehen wir, dass da einer sich hat helfen lassen. Petrus hat die Hand ergriffen. Jesus war da und hat ihn rausgezogen an der Hand und Petrus hat die Hand ergriffen. Dann wird diese Geschichte vom Untergehen, vom Versagen zu der Geschichte von einem, der sich hat helfen lassen. Der es versucht hat, der gestolpert ist, ja, aber der sich dann auch hat helfen lassen. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist eine Geschichte, die ja viel mehr mit mir zu tun hat. Ja, natürlich, klar bin ich schon untergegangen, natürlich bin ich schon auf die Schnauze gefallen. Aber es ist auch die Geschichte, dass ich mich habe wieder aufrichten lassen von Gott, von Jesus, von anderen Menschen. Ich habe Hilfe angenommen. Das ist eine ganz andere Geschichte als die erste. Und können wir sie in unserem eigenen Leben auch hören? Das heißt, selbst diese Geschichte von Verrat und Enttäuschung. Aber wenn wir die Geschichte eben nicht nur von Petrus her sehen, sondern mit Jesus im Bild, dann wissen wir, die Geschichte geht weiter. Weil Jesus hat nicht gesagt, so, siehst du, ich habe es von Anfang an gewusst und jetzt hat der Hahn dreimal kräht, soll sie machen, was sie wollen. Sondern Jesus geht seinen Weg weiter und ermöglicht damit Petrus auch weiterzugehen, weil Petrus' Geschichte ist da noch nicht zu Ende. Petrus findet tatsächlich die Kraft, den ganzen Weg zu gehen, bis zum bitteren Ende. Und Petrus ist derjenige, der in Jerusalem die Gemeinde aufbaut. Wir denken immer, das ist der Paulus, der überall rumreist und überall ganz toll Gemeinde aufbaut. Ja, aber Petrus ist derjenige, der es bei sich daheim macht. Und das war sicher nicht viel einfacher. Und dann wird auf einmal aus dieser Geschichte von der Verleugnung eine Geschichte von, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich habe weitergemacht und es ging weiter und es darf weitergehen. Und ich finde, das ist eine schöne Geschichte. Und dann ist da diese vermaledeite Gewaltgeschichte mit dem Schwert. Ja, wenn wir sie nur von Petrus her sehen, ist es eine Geschichte von Gewalt und Gegengewalt und Gewaltspirale und Krieg. Heute. Aber sie ist eben, wenn wir sie von Jesus her sehen, mit Jesus her sehen, eben nicht mehr diese Geschichte, weil Jesus sagt, stecke dein Schwert zurück in die Scheide. Und Petrus schafft es. Petrus schafft es, das Schwert wegzulegen. Liebe Gemeinde, es ist vollkommen einfach, das Schwert zu ziehen. Letzte Woche, Riesenkrach gehabt mit einem von meinen Kollegen. Riesenkrach. Vollständig einfach.
Ich habe keinerlei Probleme, einen Krach anzufangen. Den Krach aufzuhören und hinzugehen zu dem Kollegen und zu sagen, du, sorry, ich hätte dich vorher nicht so abpfeifen sollen. Mein Fehler. Das ist das Schwere. Aber es ist möglich. Also wenn selbst Petrus schafft, dann schaffen wir es auch. Und ich glaube, das ist für mich eine Hoffnungsgeschichte. Es ist möglich, den Gewaltzirkel zu unterbrechen. Es ist möglich. Und wenn wir die Geschichte so lesen, dann ist es eben nicht die Geschichte von Verrat und Enttäuschung, sondern dann wird es eine Geschichte von, ich bin bereit, Frieden zu haben und kann weitergehen. Und deswegen, liebe Gemeinde, war mir diese Predigt heute so wichtig, weil sie mir erzählt, es ist möglich. Bei Gott ist es möglich. Von Jesus her ist es möglich. Von unserem Rufen, von unserem Glauben und von allem her ist es möglich, dass Friede herrscht. Friede mit meinem Kollegen, aber auch Friede in der Ukraine. Ich weiß nicht wie, aber ich bin Petrus. Ich weiß es nicht wie. Ich gehe unter. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich habe auch nicht die Kraft. Aber bei Gott ist es möglich. Ich will diese Geschichte, über die ich mich zuerst so geärgert habe, als Hoffnungsgeschichte lesen. Ich will sie als Hoffnungsgeschichte lesen, weil sie ist eine Hoffnungsgeschichte, dass Friede möglich ist. Es ist möglich, die Waffen ruhen zu lassen. Es ist möglich, das Schwert wegzulegen. Es ist möglich, Friede zu leben. Aber wir müssen die Menschen in diesen Frieden hineinrufen. Wir müssen uns in diesen Frieden hineinrufen. Und deswegen ist diese Geschichte, die wir vorgelesen haben, auch so wichtig. Warum um alles in der Welt fragt Jesus Petrus 3-mal? Man könnte meinen, weil Jesus nicht glaubt. Er glaubt es das erste Mal nicht, er glaubt es das zweite Mal nicht und beim dritten Mal sagt er, naja gut, okay, dann glaub es doch halt, weide meine Lämmer. Steht aber nicht da. Sondern es steht beim ersten Mal schon, weide meine Lämmer. Es steht beim zweiten Mal schon, weide meine Schafe. Und es steht zum dritten Mal, Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Jesus wusste es schon beim ersten Mal, dass Petrus ihn liebt. Wer hat nicht gewusst, dass Petrus ihn liebt? Petrus. Petrus hat es nicht gewusst. Weil man ihm Petrus immer wieder eingeredet hat, du bist zu blöd, um Fischer zu sein, du bist zu blöd, übers Wasser zu laufen, du bist zu blöd, zum Hose richtig anziehen. Bis er es selber glaubt hat. Und deswegen fragt ihn Jesus 3-mal, damit Petrus es aus seinem eigenen Mund 3-mal hören darf. Ja, ich liebe dich, Jesus. Weil wir es selber manchmal nicht glauben. Weil wir es selber manchmal nicht glauben, ja, ich liebe Gott. Ja, ich will Frieden schaffen. Ja, ich will das Schwert weglegen. Ja, ich wage es, übers Wasser zu laufen. Und ja, ich wage es, Hilfe anzunehmen. Und ja, ich wage es zu vertrauen. Und ja, ich wage es weiterzugehen, selbst nach dem größten Mist. Glaubst du es? Liebst du mich? Ja. Glaubst du es? Liebst du mich? Ja. Soll ich dich nochmal fragen, ob du es selber tatsächlich auch noch glaubst? Ja. Geht. Weidet Gottes Schafe. Ja. Geht. Seid Friedensboten. Ja. Steht immer wieder auf. Ja. Lasst euch helfen. Ja. Denn Gott liebt euch. Das ist die wirkliche Geschichte dieser Kirchenfenster in der Petruskirche in Gablenberg. Amen.
So, jetzt ist ja eigentlich der Zeitpunkt, wo Kollekterede angesagt wird und das wird heute irgendwie ein bisschen anders, weil ich glaube, ich muss etwas mehr ausholen, weil es geht nicht nur um die Kollekte heute Abend. Ihr wisst, was am Donnerstag passiert ist in Osteuropa und das hat uns natürlich bewegt, auch in der MCC-Familie. Und wir haben dann gefragt, unsere Freundinnen und Freunde in Osteuropa, was passiert denn jetzt? Was macht ihr, was habt ihr Ideen, außer zu erschrecken und zu erstarren? Und es gibt einen Freund, den wir seit vielen Jahren kennen, in Bukarest in Rumänien, Florin Bohuceanu. Der war öfter auch schon in Stuttgart, wir waren auch öfter schon in Bukarest, haben uns gegenseitig besucht, haben gegenseitig demonstriert und arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Florin schrieb uns, ja, wir sind nicht nur in Schockstarre, sondern wir versuchen im Moment Menschen aus der Ukraine rauszukriegen. Die besonders verletzlichen Gruppen, Kinder, Ältere und dann natürlich LSBTTIQ. In Freiburg gibt es eine schöne Geschichte, ein ganzer Kindergarten reist gerade nach Freiburg und die Freiburger sorgen für die Mitarbeitenden und für die Kinder und nehmen die jetzt erstmal dort auf. Im Moment ist eine der Aufgaben, aus der Ukraine besonders gefährdete Menschen rauszukriegen und wir fürchten ja, dass möglicherweise um die 4 Millionen, auch unterm Strich egal wie viel, aber viele Menschen sich auf den Weg machen, ihr Heimatland zu verlassen und ihre Häuser und ihre Familien, wie auch immer. Florin sagt, wir haben im Moment 17 Menschen, die wir aus dem Land kriegen wollen und wir gucken, dass die über die Grenze kommen und dass wir die dann in irgendeiner Art und Weise weiter versorgen können. Und er schrieb uns, ich habe im Moment dafür 1.000 Euro. Das ist jetzt natürlich, wenn man Menschen zu sich nach Hause holt, vielleicht nicht viel Geld, wenn die hinterher wohnen, essen müssen, nur Benzin braucht für die Reise und dann irgendwie gucken muss, wie geht es eigentlich weiter. Ich habe dann spontan beschlossen, als derjenige, der die MCC-Gemeinden in Europa vernetzt und der ja auch über ein Bankkonto verfügt, um Netzwerktreffen zu organisieren, auf dem ist ein bisschen Geld drauf, habe gesagt, okay Florin, ich kann dir sofort zusagen, dass ich dieses Geld, was du hast, einmal verdopple. Und dass ich sofort gucke, dass dieses Geld zu deiner Organisation nach Bukarest kommt, damit ihr mit dem Geld schaffen könnt und Benzin kaufen und Lebensmittel und was auch immer. Und dann habe ich mir überlegt, naja, also eigentlich sind wir auch in Europa eine MCC-Familie und habe gesagt, es wäre ja vielleicht schön, die Gemeinden würden für Nothilfe ihre Kollekten machen an diesem Wochenende und habe eine E-Mail geschrieben an alle unsere Gemeinden in Europa und habe diesen Vorschlag gemacht. Ich habe gesagt, wir können dann dieses Geld sammeln und ich gebe das dann weiter nach Rumänien, wenn es da irgendwie beieinander ist. Und das haben wir gemacht. Gestern ging schon eine E-Mail raus an unsere gesamten Gemeinden in Europa. Wir haben das veröffentlicht auf Facebook. Ich habe heute Morgen um 2 mit einer Pfarrerin in den USA noch gechattet, mit der ich befreundet bin seit der letzten Weltkonferenz. Und wir haben bestimmt noch eine halbe Stunde hin und her geschrieben und heute Morgen hatte ich 425,80 Euro von dieser Kollegin auf einem der Konten, wo ich es dann weitergeben kann. Wir haben eine weitere Spendenzusage von 500 Euro von jemandem, der sich hier und anderswo engagiert, der aber, glaube ich, im Moment in Leipzig lebt und Amerikaner ist. Und wir haben aus Helsinki, Finnland, eine erste Spendenzusage. Und die Finnen wissen, glaube ich, ganz besonders gut, was es bedeutet, mit Russland benachbart zu sein. 300 Kilometer bis St. Petersburg von Helsinki haben uns 500 Euro zugesagt. Und das ist jetzt auch keine reiche Gemeinde, ja, aber innerhalb von Stunden schrieb mir Tula, ja, 500 können wir sofort drauflegen. Und ich glaube, es geht jetzt einfach darum zu gucken, wie vielen Menschen können wir helfen, wie vielen Menschen können wir eine Unterkunft geben, wie vielen Menschen können wir was zu essen geben, wie viele Menschen kriegen wir aus diesem Land raus, wo ihr Leben gefährdet ist. Das ist, was wir tun und dafür sammeln wir heute Abend hier und geben dieses Geld auch dorthin. Und ich weiß, es kommt dort in die guten und in die richtigen Hände. Und wir tun, was MCC, seit es MCC gibt, immer wieder macht, nämlich Leben retten.
Es gibt Menschen, die möchten es vielleicht nicht in den Krug da vorne reinschmeißen, sondern sagen, ich mache das lieber über die Bank. Wenn ihr was überweist, bitte schreibt dazu Ukraine, damit wir es auseinanderhalten können, was ihr der Gemeinde zuwenden möchtet und wo ihr denkt, es soll in die Nothilfe gehen. Aber ich glaube, wir können mit dem, was wir geben, egal wie viel es ist, egal wie wenig es ist, etwas tun. Lieber Gott, ich bitte dich, segne du die Gaben, die wir hier heute sammeln, die auf unser Bankkonto fließen mit dem Stichwort Ukraine. Segne die Menschen in schlimmen und in harten Stunden. Segne Menschen auf der Flucht. Segne die Menschen, die ihre Existenz zurücklassen und nicht wissen, ob sie ihr Haus oder ihre Wohnung jemals wiedersehen und wann. Segne die Menschen, die sich hier und anderswo sorgen um ihre Freundinnen und Freunde, ihre Verwandten, ihre Familien in der Ukraine und in den Nachbarländern, die auch Angst haben. Segne die Menschen, die in St. Petersburg und anderswo und in Georgien auf die Straße gehen und demonstrieren und sagen, ich zeige mein Gesicht. Wladimir, ich teile deine Taten nicht. Segne du alles Leid und allen Schmerz und alle Not, die Menschen haben überall auf der Welt. Und lass uns wissen, morgen früh geht die Sonne wieder auf. Und dafür danken wir. Amen. In MCC-Gemeinden auf der ganzen Welt feiern wir ein offenes Abendmahl. Damit meinen wir, dass niemand, wirklich niemand, von der Feier des Abendmahls ausgeschlossen ist. Wir fragen nicht nach Taufe, nach Konfirmation oder Kommunion. Kirchenzugehörigkeit ist unwichtig, denn es ist Gott selber, die einlädt. Durch Jesus wurde uns dieses Fest geschenkt. Wer zu ihm kommt, wird nicht hinausgestoßen. Wenn ihr euch entscheidet, nach vorne zu kommen, bitte ich euch, einen Halbkreis hier im Altarraum zu bilden, mit dem genügenden Abstand. Ihr werdet ein kleines Schälchen erhalten, in dem sich eine Traube befindet und eine glutenfreie Hostie. Ich bitte euch zu warten, bis alle die Gaben erhalten haben, damit wir gemeinsam konsumieren können. Bitte sucht nach dem Dankgebet eure Plätze wieder auf. Wer sich entscheidet, an seinem Platz zu bleiben, bitte ich, sich in Gedanken und im Gebet mit uns zu verbinden. Lasst uns beten. Guter Gott, Bruder Jesus, immer wieder müssen wir erkennen, dass wir unserer Verantwortung nicht so gerecht werden, wie es deinem Willen entspräche. Oft vergessen wir dich in unseren Lebensentscheidungen einzubeziehen. Immer wieder haben wir nicht genügend im Blick, deine Schöpfung zu bewahren, die du uns anvertraut hast. Wir bitten dich,
Sieh uns unsere Unvollkommenheit nach. Öffne unsere Augen für die notwendigen Dinge unseres Daseins. Lass uns unseren Alltag so führen, dass du Ja zu unserem Verhalten sagen kannst. Lass uns im Wissen um deine Gegenwart unser Leben gestalten. Wir vertrauen auf deine Hilfe. Wir vertrauen auf deine Liebe und auf die Vergebung unserer Schuld. Gemeinsam beten wir, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so erinnern wir uns, unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten wurde, da nahm er das Brot vom Tisch. Er dankte, er brach's und gab es den Seinen und sprach: Nehmt hin und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Er dankte, er gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Lasst uns daher das Geheimnis und das Wunder unseres Glaubens bekennen. Christus ist gestorben, Christus ist auferstanden, Christus wird wiederkommen. Guter Gott, wir bringen dir hier das, was wir haben. Wir bringen dir Brot, wir bringen dir die Frucht des Weinstocks. Wir bitten dich, lege du deinen Segen auf diese Gaben und auf uns. Nähre du unsere Körper, aber auch unsere Seelen. Nähre du uns mit der Gewissheit, dass wir alles vor dich bringen können. Unsere Angst, unsere Verzweiflung, unsere Hilflosigkeit, aber auch unser Vertrauen auf deine Liebe. Guter Gott, sei du nun mitten unter uns, wenn wir das Mahl, was du uns geschenkt hast, gemeinsam feiern. Amen. So kommt, denn es ist alles bereit. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist.
Christus, hab Dank für deine grenzenlose Liebe. Hab Dank für dieses Fest, das du uns geschenkt hast. Hab Dank dafür, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Amen. Lasst uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne euch und behüte euch. Sie begleite euch auf allen Bahnen, die ihr zieht. Sie lasse ihr Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Und er gebe euch seinen und ihren niemals endenden Frieden. Amen. Und wir singen das Lied, was jetzt am besten passt, nämlich Herr, wir bitten, komm und segne uns.